Hallo, heute eine Übung zum Thema Farbharmonien finden. Und wir machen es uns heute einfach mit nur wenigen Farben. Das Papier ist grundiert mit einem Acrylbinder und für meine erste Schicht brauche ich ein mittleres Gelb und ein Neon Magenta. Ihr könnt aber auch ganz andere helle Farben nehmen. Die Farben trage ich mit Wasser verdünnt auf, um sie hinterher noch mit Alkohol betropfen zu können. Die Farbe sollte so feucht aufgetragen sein, dass die Oberfläche glänzt. Es sollten keine Pfützen entstehen. Nun kommt der Alkohol drauf und dann geht es gleich weiter. Ich spiele noch ein wenig herum mit dem Alkohol. Diese erste Schicht ist eigentlich nur die Grundlage und es ist nicht wichtig, was da entsteht. Ihr könnt es auch ganz anders anlegen. Ihr könnt euch etwas spachteln, ihr könnt mit anderen Techniken arbeiten. Ihr könnt auch einen einfarbigen hellen Hintergrund machen. Das ist vollkommen egal. Ich entscheide mich hier, eine Lasur aufzutragen, etwas von dem Neon Magenta. Dadurch wird die Fläche homogener und etwas leuchtkräftiger, etwas dunkler. So habe ich eine leicht changierende Magenta Grundlage, auf der ich jetzt arbeite. Nach dem Trocknen verdünne ich etwas schwarz mit Wasser und mit einem dünnen Pinsel mache ich jetzt ganz intuitiv ein paar Linien. Und zwar so, dass ich so umgrenzte, schwarz umgrenzte Felder bekomme. Hier entsteht so eine Art Stadt, eine Märchenstadt. Ihr könnt aber auch ganz andere Motive wählen. Lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf und es darf ruhig ein bisschen krumm und schief sein. Es geht eigentlich nur um das Farbenmischen und das Farbharmonien finden. Nach dem Trocknen mische ich mir aus den vorhandenen Farben dann verschiedene Töne, Variationen. Ich gebe etwas Weiß hinzu. Manche dämpfe ich auch, indem ich etwas Schwarz hinzugebe. Und probiere einfach aus, wie viele Töne ich aus diesen wenigen Farben erzielen kann. Die Farben, die ich jetzt verwandt habe, sind noch einmal das Neon Magenta, dann auch ein Neon Orange, das kommt etwas später noch, das Gelb, dann ein Weiß, ein Schwarz. Die Farben habe ich euch auch unten nochmal in den Kommentaren hingeschrieben. Beim Ausfüllen der Felder achte ich darauf, dass die Farben
die aneinander grenzen, also die Felder, die aneinander grenzen, sich vom Hell-Dunkel gut voneinander abheben. Das ist etwas, das kann ich nach und nach austarieren. Ich übermale auch manchmal einzelne Felder wieder, weil mir das dann vielleicht besser gefällt. Kontraste sind auch ein wichtiges Stilmittel. Es geht auch um die Kontraste zwischen kälteren und wärmeren Farben, die Kontraste zwischen hell und dunkel und auch die Formkontraste sind wichtig. Kleine Formen, große Formen, eher runde Formen, eckige Formen. Macht möglichst viele Variationen. Hier seht ihr, ich habe auch schon den Hintergrund gestaltet. In diesem Fall habe ich erst einmal damit begonnen, einen Horizont einzuziehen. Oben hell, unten dunkel den Hintergrund ausgefüllt. Aber das ist mir zu krass. So habe ich mir also aus Schwarz, Gelb und etwas Weiß dieses Grün gemischt und damit gestalte ich jetzt den Boden. Dann tariere ich immer wieder die Farben der Form aus. Hier unten noch heller. Und auch, ich habe es jetzt gedreht, im oberen Bereich also kommt nochmal diese Grünmischung und ich beruhige die Fläche ein wenig. So könnt ihr einfach ganz locker und ohne viel Mühe ausprobieren, welche Farben miteinander harmonieren. Das ist auch eine Übung, die man gut mit Kindern machen kann. Das macht Spaß und ihr lernt dabei ganz nebenbei Farben zu mischen und Farbharmonien zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.